herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass ihr zu mir gefunden habt. Ja, ihr seht es, ich habe mein Bildchen rausgeholt. Und zwar, das ist das Bildchen, das ich euch am Dienstag vorgestellt habe von der Künstlerin Finira und der Firma The One with the Diamond Art. Das hier hat die Größe 45 x 60 und es ist rund. Und ich gucke gerade hier unten nach dem Namen. Topsy Turvy Wonderland Rendezvous. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ich dachte, wir painten mal hier ein bisschen zusammen. Ich probiere mich mal nochmal an einem Bib and Jet. Wenn das jetzt euch so gefällt, würde ich das gerne öfters mal machen, sozusagen. Ja, wie gesagt, ich will es einfach mal ausprobieren. Ja, mein Bildchen ist hier in dem Koffer einsortiert mit den Waldtieren drauf. Das sind die großen Tic-Tac-Dosen, ihr seht es. Hier oben sind noch zwei kleine Steinchen-Tütchen übrig, die ich dann immer wieder auffülle von dem Bild. Ja, ich habe hier drin noch die Legende liegen, einmal kopiert und sonst nur noch die Steinchen, wie gesagt. Hier hinten ist mein Behälter für den Müll. Habe ich mich vergriffen? Ja. Der Steinchenbehälter für den Müll. Es sitzt nur ein Steinchen drin. Und ja, wie gesagt, legen wir mal los. Ich wollte ja gerne die Karte hier mal mit euch painten. Einfach mal, um auszuprobieren, wie das so ist. Wie die so rauskommt. Das Bildchen ist schon ein bisschen gepaintet. Ihr seht es, hier unten ist der Hase. Und hier sind zwei Rosen. Hier kommt schon das Kleid, der kleine Puffärmel von dem Kleid von der Alice, sowie ihre Haare hier hinten. Und hier haben wir noch die kleinen Herzchen. Ich finde, so an sich kommt das Bild sehr gut raus. Ich wollte trotzdem gerne mal die Karte mal einfach ausprobieren und schauen. So, gucken wir mal, ob wir das so ein bisschen geschnitten kriegen. Ich schneide jetzt einfach großzügig die Folie raus. Und dann gucken wir mal, ob wir das abgelöst bekommen. Entschuldigung. Ups. Oder wie wir da am besten vorgehen. Ich bin natürlich wieder ohne Plan irgendwie an das Video gegangen. Manchmal hat man sowas. So, jetzt muss ich nur gucken. Doch, hat geschnitten. Da auch. Sehr gut. Muss ich nur gucken, wie weit wir hier geschnitten hatten. Da hat er schon nicht mehr gut geschnitten. Schauen wir mal, dass wir das noch gelöst kriegen hier. Vorbereitung ist alles, außer bei mir. Bei uns regnet es jetzt schon wieder draußen. Eigentlich dachte ich, dass der Regen mal aufhört, denn heute war den ganzen Tag Sonnenschein bei uns. Aber jetzt ist wieder der Regen da. So,
Die Karte ist freigelegt. Das Ganze habe ich hier mit so einem Keramikcutter geschnitten. Den habe ich mir neu gekauft. Und ich muss sagen, wirklich top. Hätte ich nicht angenommen, ist aber top. Dann hole ich euch jetzt ein wenig dichter und schaue, dass wir die Karte mit im Bild haben. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir als erstes hier mit unserem Hashtag an. Ich habe mir auf die Döschen draufgeschrieben, einmal den Hashtag und die DMC-Nummer, damit ich das nachher schön wieder zurücksortieren kann einfach. So, hier können wir auch mal schauen. Hier ist hier eine relativ große Fläche mit dem Hashtag, dass ich euch mal zeige, wie ich das so lege, weil ich schon gefragt wurde, wie kriegst du das denn hin, dass das relativ gerade aussieht. Ich muss euch ehrlich sagen, bei mir ist das alles auch nicht hundertprozentig gerade. Ich finde es immer schön, wenn das von Weitem halt gut aussieht. Manchmal sind halt so Stellen, wenn man ein bisschen näher hinschaut, dann hat man halt da so ein bisschen eine Lücke oder sowas. So wie jetzt hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut seht. Ich muss gerade mal den Koffer rüberstellen. Dann kann ich euch die Leinwand ein bisschen anheben. Ja, aber die Sachen fallen halt später. Moment. Ja, hier zum Beispiel. Aber das fällt nachher nicht mehr auf, weil das untergeht in dem Ganzen. Ja. Hier ist das auch. Also, oder hier eine große Lücke. Das glitzert. Ja, hier zum Beispiel. Gucken wir mal, ob wir das dichter kriegen. Ja. Hier, ihr seht es. Also, hundertprozentig gerade lege ich auch nicht. Ich glaube einfach, bei runden Steinen finde ich es noch mal ein bisschen schwieriger. Bei den eckigen Steinen, weil die ineinander greifen, finde ich es definitiv einfacher, gerade zu legen. Weil ich da auch hingehen kann und kann dann mich sozusagen an dem hinteren orientieren. Also ich hole zum Beispiel nur 3 Steine auf und orientiere mich dann an dem hinteren, der schon gelegt wurde. Also ich hole mir dann 3 Steinchen, ja, und lege die mir einfach hin und orientiere mich dann an meinem hinteren Steinchen einfach, an dem, wo schon gelegt war. Ja. Und so arbeite ich mich dann auch vor. Ich gehe auch zum Beispiel hin und hole meine Steinchen nicht von oben. Ja. Ich hole meine Steinchen so schräg. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Ja, dass die halt schräg auf meinem Stift sind. Ja. Und nicht gucken wir mal, so vielleicht. Und nicht so. Moment, ich hole ich noch mal kurz raus, weil dann fokussiert er besser einfach. So. Ja, ihr seht es, die sind hier und auf der Seite ein bisschen weiter wie hier. Ja. Und dann lege ich auch die Steinchen so ab, dass ich so ein bisschen abrolle, sozusagen. Hört sich jetzt blöd an, aber so ist es. Also ich lege erst die eine Seite richtig auf und rolle dann nach hinten ab. Also zu mir hingeneigt einfach ab und schaue dann, dass das immer ungefähr gerade ist.
Ja. Mit ein bisschen Übung kann man das ein bisschen schneller wie ich jetzt. Ich bin da drin noch nicht sehr geübt. Ja. Und wenn ich dann sehe hier, das gefällt mir nicht so, dann schiebe ich das Steinchen halt. Ich lege die Steinchen auch nicht direkt feste sozusagen ab, sondern immer nur so ein bisschen, also ganz sachte, und gucke dann nochmal, ob es mir so gefällt, und dann lasse ich es liegen und später rolle ich halt auch nochmal drüber, ja, damit das fest wird oder fester auf der Leinwand liegt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. So, ich mag es gerne mit einem Mehrfachsitzer zu setzen. Ich habe meistens hier den 4er Mehrfachsitzer. Den mag ich wirklich gerne. Ich habe aber auch, ich glaube sogar einen 8er Mehrfachsitzer. Aber der erfordert oder für mich halt definitiv noch sehr viel Übung. Wobei ich sagen muss, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn da jetzt mal ein Steinchen verrutscht ist. Ne? Ich muss mal gerade gucken, dadurch, dass das so regnet draußen, ist es ein bisschen dunkel hier im Zimmerchen bei mir. Aber ich wollte jetzt kein Lightpad nehmen, weil beim Lightpad dann hättet ihr wahrscheinlich gar nichts gesehen. Und so, finde ich, sieht man wenigstens ein bisschen was. Ja, aber das ist das ganze Geheimnis bei mir um die Steinchenlegerei sozusagen. Es kommt auch immer darauf an, wie ich gelaunt bin, wie ich Lust und Laune habe. Und entweder setze ich mit dem Mehrfachsetzer oder halt mit dem Einzelsetzer. Ich gehe aber nicht hin zum Beispiel und mache Schachbrettmuster. Das machen ja sehr viele, dadurch wirkt das auch immer sehr ordentlich, finde ich. Aber das ist nicht meins. Da bin ich nicht so gut drin, muss ich sagen. Und ihr seht es auch, ich bin jemand, ich lasse dann auch manchmal eine Lücke zwischendrin und dann gehe ich halt hin und lege das mit den Steinchen voll. Ja. Ich probiere immer, die Symbole bei dem Rund komplett abzudecken. Manchmal funktioniert das nicht so gut. Dann ist das so. Ist jetzt für mich aber auch kein Grund, der mich stört, gravierend. Wie ist das da so bei euch? Wie gesagt, ich habe mich ja tierisch gefreut, wie es dann ist. Bei dir sieht das so gerade aus, wie ich das gelesen habe. Dachte ich, oh, wie schön. Ich gebe mir ja Mühe und trotzdem finde ich persönlich bei mir, naja, manchmal wie Kraut im Rücken. Nicht immer, um Gottes Willen, also das ist ja nicht immer der Fall, dass ich das so empfinde. Aber bei manchen Sachen halt schon. Gerade bei Weiß, bei dem Flower Rain von Danko, von der Künstlerin, da dachte ich halt auch, oje, das Weiß. Was hast du da nur geschafft? Aber jetzt so im Nachhinein gesehen, ist das völlig in Ordnung. Ja. Denn das Diamond Painting hier soll ja zur Entspannung dienen und es bringt mir nichts, wenn ich mich jedes Mal darüber ärgere, wie ich die Steinchen gelegt habe. Und wenn ich dann nur noch am Rutschen und machen bin, weiß ich nicht, ob ich dann immer noch so viel Spaß daran hätte. Oder wahrscheinlich schon.
Ja, ich liebe das ja, ich mache das unglaublich gerne. Aber ja, so ist doch in Ordnung. Man soll Freude daran haben, es soll einem Spaß machen und fertig. Genau. Ja, aber das ist halt das Einzige, was ich mache. Wie gesagt, ich nehme die Steinchen schräg auf, beim Einzelsetzer auch. Also ich probiere das immer nur ein bisschen anzutippen. Ich nehme ihn nie mittig auf oder selten mittig auf. Ich bin jemand, ich tippe den an der Seite an und dann setze ich ihn. Und so mache ich das auch mit dem Mehrfachsetzer einfach. Es wird seitlich geholt. Dran geditscht. Und dann draufgelegt. No? Und so setze ich die dann auch ab. Also ich setze sie etwas seitlich auch ab. Und wie gesagt, meistens so von oben nach unten, so abrollend. Und dann funktioniert das eigentlich auch immer ganz gut. Klappt nicht immer, um Gottes Willen. Aber muss es ja auch nicht. Ja. Und was ich mir mittlerweile so ein bisschen angewöhnt habe, ist, dass ich, hier seht ihr, jetzt war das halt, weil hier die Reihe noch dahinter war, deswegen konnte ich die nicht gut legen, weil ich dagegen kam mit meiner Halterung, mit meiner Steinchenhalterung. Und dann schiebe ich die noch mal so ein bisschen, so dass es für mich in Ordnung ist und passe sie an. Aber ich bin keiner, der dann hingeht und sich den Schieber noch holt oder so, sondern ja, es wird halt einfach so gelegt und gepainted, fertig. Ja. Das einzigste Muster, was ich mache, das seht ihr jetzt aber auch gerade, das ist, dass ich die rein so, wenn ich eine größere Fläche habe, dass ich die so lege und dann auch hingehe und die Lücken dann gleich auffülle. Ja. Ist ein Steinchen abgefallen. Das stört aber auch nicht. Das kann man rübernehmen und setzen. So. No. Wenn da so ein bisschen Überschuss ist von dem Wachs, den streife ich ab und drücke den Rest noch mal fest und dann geht es schon weiter. Ja. Und wie gesagt, bei den eckigen Steinchen finde ich das noch mal einen Ticken angenehmer als bei runden Steinchen. Denn bei den eckigen Steinchen passt nachher einfach 1 in 1. Und bei den runden Steinchen, da seht ihr es, da fällt das halt wirklich, finde ich persönlich, ein bisschen eher auf. Aber das empfindet auch jeder anders. No. So. Und ihr seht es, wenn ich die Lücken auffülle, dann bin ich auch relativ dann gerade. Ja, deswegen habe ich eben gesagt, das ist nicht immer der Fall. Nur wenn ich mein kleines Muster lege sozusagen, dann halt schon. Ne? Ja, und das ist bei mir das Einzige, was ich mache. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage so beantwortet hat oder ob ihr euch da was anderes gewünscht hättet. Aber ja, bei mir ist das dann halt so. Ja.
Wie legt ihr die Steinchen? Habt ihr da ein System? Macht ihr Schachbrett? Oder. Da gibt es ja viele Wege. Man sagt ja, viele Wege führen nach Rom. Und hier gibt es ja auch weder richtig noch falsch, sondern man kann das wirklich einfach machen und legen, wie es einem am besten gefällt und zusagt einfach. Ja. So, den Hashtag haben wir soweit. Dann holen wir jetzt das Q. So. Und dann setzen wir das Q. Ja, jetzt hat der Regen aufgehört, jetzt zwitschert draußen unsere Amsel darum. Die Vöglein hier draußen, die sind momentan schön immer am Singen. Also man merkt richtig, dass langsam der Frühling hoffentlich kommt, Einzug hält. Denn das wäre jetzt schade, wenn es noch einmal richtig kalt würde. Bei mir sind die Osterglocken im Garten schon relativ weit draußen. Also wäre schade, wenn die mir abfrieren, obwohl die können ja ein bisschen Frost vertragen. Und die Krokusse erst recht. Die Schneeglöckchen sind bei uns schon länger draußen und blühen. Was sehr, sehr schön ist. Da hat man jetzt in der Wiese die Schneeglöckchen. Also bei uns in der Wiese sind jetzt die Schneeglöckchen da. Und das sieht immer ganz, ganz hübsch aus, finde ich. Ja. No. So, ihr seht es hier. Ja. Das ist ganz schön bei uns momentan. Ab und zu der Regen ist ja nicht schlimm. Aber die ganze Zeit muss es ja auch nicht sein. So ausgewogen wäre klasse. Aber ausgewogen empfindet auch wieder jeder anders. So ist das. So, jetzt haben wir da hinten noch ein paar einzelne mit Q. Na. Ich drehe auch immer mein Schiffchen gerade so, wie ich es brauche. Bei den eckigen merke ich, dass ich das Schiffchen schon so gerne liegen habe, wie meine Reihe gerade ist. Damit es beim Aufnehmen der Steinchen und sowas einfach ist das angenehmer für mich. Aber bei den runden Steinchen ist das soweit egal bei mir. So, schauen wir mal, wie weit hier die Folie weggeht, dass wir da noch die Steinchen hinkriegen. So,
Und dann haben wir auch schon das Kuh fertig. Ich painte auch immer das Symbol zuerst, was mir ins Auge sticht, und arbeite mich dann immer nach und nach vor. Und wenn dann mal eins vergessen geht, ja, dann hole ich halt mein Döschen nochmal und nehme mir den Stein raus. Also ich kann das nicht, dass ich dann warte bis zum Schluss mit dem Lückenfüllen. Das weiß nicht, möchte ich dann innerlich irgendwie nicht. Aber da ist ja auch jeder seins, so nach dem Motto. Ja, ich habe eben meinem Mann, den Kindern Abendbrot gemacht. Aber heute wurde mal gekocht, sonst wird abends normalerweise Brot gegessen bei uns. Aber ich habe heute ausnahmsweise dann, oder ausnahmsweise, also 1-2 Mal in der Woche koche ich dann abends. Und das kommt dann immer drauf an, wann mein Mann zu Hause ist. Und dann koche ich oder wir machen halt Brotzeit normal. Und ja, heute habe ich wie gesagt gekocht. Und da habe ich aber heute Mittag natürlich nichts Warmes gemacht. Oder was heißt natürlich? Also heute Mittag gab es nichts Warmes. Und weil es das ja heute Abend gab. Und deswegen, ja. Ich hatte so aus dem Gefrierschrank 3 Hähnchenbeinchen und habe die im Backofen gemacht, auf dem Blech, gewürzt und dann in den Backofen rein. Und dann nach einer Zeit habe ich dann noch so eine Tomaten-Käsesoße dazu gemacht. Also wie die ihre Zeit im Backofen hatten. Und ich dachte, jetzt sind sie kurz vorm Fertigsein. Bin ich hingegangen, habe sie rausgenommen und habe die Tomatensoße, also passierte Tomaten und Gewürze und Zwiebeln und so, dann alles dazu gemacht. Und nochmal kurz in den Backofen für 10 Minuten, damit die Soße halt richtig schön warm wurde. Und dann alles mit Käse überbacken. Und dann haben die Kinder es sich schmecken lassen. Und mein Mann. Ich natürlich auch. Aber ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt, muss ich ehrlich sein. War jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber ich dachte, ich mag das halt lieber bei Hähnchenbeinchen dann, wenn die Haut oben drüber knusprig ist. Und dadurch, dass ich halt die Soße dann reingemacht habe, wurde das leider nicht so knusprig. Ich habe jetzt das rausgeholt zum Painten. Ja, was gab es bei euch so? Wie macht ihr das? Tut ihr abends kochen oder eher mittags oder auch eher unterschiedlich? Also mal so, mal so. Ja, wie halt immer, wie die Lust und Laune dazu steht. Also wie mein Mann, je nachdem dann arbeitet, wann der nach Hause kommt. Und dann wird das so gemacht. Es gibt auch manchmal halt gewärmtes vom Vortag, wenn was übrig geblieben ist. Das ist aber halt auch mal drin. Fertig. Jo. Ja, so ist das. Das liebe Kochen. Ja, das Rezept hatte ich im Internet gesehen. Aber da wurde es nur mit geschnittenen Tomaten gemacht
Und diese geschnittenen Tomaten wurden dann halt nur auf das Hähnchen gelegt und damit Mozzarella überbacken. So, und dann wird Tomatenmark im Wasser da aufgelöst und dann halt als Soße, also abgeschmeckt und dann als Soße noch dazu gemacht. Und ich dachte, ach komm, mit passierten Tomaten ist das vielleicht auch nicht so schlecht. Und normalen geriebenen Gouda habe ich drüber gemacht. Ja, wie gesagt, war ja nicht schlecht. Aber das nächste Mal werde ich darauf achten, dass ich die Soße nicht direkt und auch den Käse dann nicht direkt über die knusprige Haut da dann mache. Ja. Oh je. Ja. Ich muss mal überlegen, was ich morgen mache. Ich weiß jetzt noch gar nicht. Vielleicht mache ich eine Hackfleischsoße, aber wahrscheinlich mit Tofu, also so eine Tofu-Hackfleischsoße. Mal gucken. Die geht auch ratzfatz, also das hätte ich nicht gedacht. Und schmeckt sehr lecker. Aber mal schauen, wie morgen der Sinn steht. Von heute dem Essen ist nichts übrig geblieben. Aber das ist auch gut so, finde ich jetzt. Muss nicht immer Massen übrig bleiben. Ich finde es besser, bei mir. Es ist so gekocht, dass alles gegessen wurde und dass hoffentlich alle satt sind und ich nichts entweder aufhebe, einfriere oder wegschmeißen muss, je nachdem. Ja. Wobei das Wegschmeißen, das probiere ich immer zu vermeiden. Ja. So ist das bei uns. Das G sind jetzt nur 2. Die hole ich mir jetzt so direkt hier raus aus dem Döschen. Ja, ist das G. Musste ich noch mal kurz gucken, ob ich das Richtige habe. Dann haben wir noch M. Das sind auch nur ein paar. Obwohl das sind. Komm. Und dann ist das hier die Karte schon fast fertig. Ratzi, fatzi. So, dann haben wir noch die 8 mit einem. Ist das eine 8? Ja. Einmal 8. Und dann noch, na, da. Ich glaube, das ist das Pi. Ist ein Steinchen weggepluppt. Weggesprungen. So. Das kommt doch schon ganz gut raus, finde ich jetzt. Jetzt habe ich hier einen Hashtag vergessen. Den habe ich nicht gesehen, aber dann legen wir uns den gerade hin. Und dann schauen wir mal,
haben wir noch, ich glaube noch eins, ja. Und das ist unser Prozentzeichen. Gleich und dann haben wir die Karte fertig. Das ging doch jetzt recht zügig. No. So. Dann mal noch unser Prozentzeichen. Es sind zwar nur ein paar Steinchen, aber trotzdem, dann sieht das so ganz gut aus. Na. Habt ihr überhaupt was gesehen? Ich bin die ganze Zeit immer mit der Hand. Ups. Ich habe mein Döschen noch umgeschüttet. Zum Glück ist es zu. Das finde ich halt auch das Schwierige an so Paint with Me's oder Work in Process, dass man halt dann auch gut sieht, also als Zuschauer einfach gut sieht, ja, und nicht alles zugehalten wird. Ne? Aber das merkt man dann manchmal nicht, wenn man dann am Legen ist von den Steinchen. Merkt man das dann nicht. Oder ich müsste es mal ausprobieren, wie das dann ist mit mit einer anderen Kamerahaltung. Aber gut, ich finde jetzt so für den Anfang, für den Start, finde ich es jetzt nicht schlecht. So, ich hole euch mal noch mal raus, damit wir das so komplett mal sehen. So, da ist die Karte. Unsere Karo-Karte. Seht ihr noch mal alles ein bisschen dichter. Ja, das ist doch in Ordnung. Ja, hier unten bei dem Hasen in der Schnauze hier vorne sind Fairy Dust Steine. Ich weiß gar nicht, ob ihr die so schön seht. Also ganz zart, die schimmern ganz, ganz zart. Aber wirklich schön. Hier bei dem hellen halt so ein bisschen. Ja. Und da seht ihr auch, dass da bei dem zum Beispiel, ja, man sieht das im Druck ein bisschen. So. Aber ich finde, von weiter weg sieht man es nicht mehr. Ja, das war jetzt mein zweiter Versuch mit einem Wimpernjet. Ja, wenn euch das Video so gefallen hat und ich das gerne öfters machen darf, dann gebt mir doch bitte Bescheid. Wäre super. Auch wenn es jetzt nur so eine kleine Fläche war, wo wir gepaintet haben. Trotzdem hat mich das sehr gefreut. Ihr könnt mir auch gerne ein Däumchen da lassen, wenn ihr mögt. Und dann hoffe ich, es geht euch gut. Und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.